Was ist diese Woche Wichtiges passiert? Jawohl, Sommerferienstart in Hamburg. Endlich ist es soweit, für mich mit die schönste Zeit des Jahres, Zeit zum Entspannen, Zeit mit der Familie und natürlich auch Zeit zum Skatspielen, denn ein paar hochkarätige Skatturniere stehen jetzt ins Haus. Da halte ich es also ganz wie mein großes Vorbild Jack hier von der Skatinsel und bin gerne mit dabei. Und das bedeutet andererseits, dass die Videoproduktion in den nächsten Wochen, wenn überhaupt, dann nur deutlich eingeschränkt stattfinden kann, das schon mal vorweggeschickt. Bevor ich aber in diese Sommerpause gehe, wollte ich ja noch das Thema Tempozüge mit euch abrunden. Beim Grang mit seinen 4 Trümpfen haben wir uns das letzte Woche angeschaut, und die Farbspiele haben natürlich ein paar mehr Trümpfe, sind von daher ein bisschen anspruchsvoller, aber die Methode, wie man da rangeht, wie man das so ein bisschen ausrechnet, die Stellung, Vorhand, welche Trümpfe habe ich, kann ich von oben ziehen oder nicht, das sind die gleichen Faktoren, die da eine Rolle spielen, und da habe ich einfach mal 3 Beispiele für euch rausgesucht. Ihr habt in Mittelhand eine ausbaufähige Karte bekommen, seid auch für 18 Besitzer geworden, und nach Skataufnahme schaut ihr jetzt in folgende 12 Karten, also die beiden starken Buben, 4 Pik von oben, Kreuz 10 zu dritt und in den roten Farben immerhin 14 Augen, die ihr gleich getrost mal in den Skat tun könnt. Dann stellt sich jetzt natürlich als erste Frage, welches Spiel ist das bessere, der 6-Trümpfer in Pik oder doch der 5-Trümpfer in Kreuz? Klar ist natürlich, wenn ihr den 6-Trümpfer in Pik spielt, habt ihr in Trumpf eine starke Karte, aber die Beikarte, dieser Kreuz-Drilling hier, der ist doch sehr schmerzhaft, da können böse Dinge mit passieren. Diese Erfahrung haben wir Skatspieler alle schon gemacht. Wenn die fehlenden Kreuzen hier 3:1 nur verteilt sind, können da sehr schnell sehr viele Augen fallen, und dann kommt euer Spiel schnell ins Schleudern. Ihr seid hier irgendwo Spielball des Vortrags durch eure Gegner und der Verteilung. Insofern lohnt es sich schon, auch einmal reinzuschauen, wie es denn bei dem Kreuz aussieht, denn die Beikarte mit den 4 starken Piken, die weiß natürlich ganz anders zu überzeugen. Die Frage, die ihr euch insofern beantworten müsst, ist, kommt ihr hier mit dem Tempo hin? Schafft ihr es, diese Stärke der Pik-Karte richtig ins Spiel zu bringen? Und ganz sicher könnt ihr euch in Mittelhand natürlich darauf nicht verlassen, dass ihr hier in Pik angespielt werdet in eure starke Karte, denn eure Gegner werden sicher aus ihren langen Farben eröffnen, aus einem Drilling oder Vierling, da wird sicher im Aufschlag Karo oder Herz auf den Tisch kommen, und entsprechend lassen sich die ersten Stiche, wie sie sehr wahrscheinlich ablaufen, schon vorhersehen. Es wird also Karo oder Herz auf den Tisch kommen, vielleicht noch nicht mal unbedingt ein Voller. Ihr werdet entweder bedienen müssen, oder wenn es auch ein Herz kein Voller ist, vielleicht einfach günstig abschmeißen. Danach wird die Farbe zurückkommen, und ihr habt dann natürlich in der Beikarte gar nichts mehr abzuschmeißen. Ihr werdet jetzt also jeden Rückstich einfach verhaften mit der Kreuz 10 und seid jetzt mit dieser Karte am Spiel. Habt noch 4 Trümpfe, eure Gegner haben noch 6 Trümpfe. Und jetzt bietet es sich natürlich tatsächlich an, die Kraft der beiden starken Buben so einzusetzen, dass ihr sie zum Trumpfziehen nutzt, also ganz einfach von oben 2-mal Trumpf hinlangt, denn damit deckt ihr die 90% Normalverteilung Trumpf 3:3 oder Trumpf 4:2 bei den Gegnern ab und werdet in den Fällen immer schon 4 Trümpfe bei euren Gegnern aus dem Spiel nehmen und bleibt selber am Stich. Werdet dann also mit folgender Endkarte gegen 2 noch fehlende Trümpfe stehen, und dann ist die Situation schon wieder ähnlich wie bei diesem Grang ohne 2, den ich euch letzte Woche gezeigt habe. Jetzt dürft ihr natürlich nicht noch ein drittes Mal Trumpf ziehen, denn wenn die Trümpfe dann 4:2 stehen, dann wird euch der letzte Trumpf abgezogen und eure starke Beikarte verfällt. Jetzt würdet ihr dann über die Dörfer gehen, und eure Gegner können jetzt nur noch 2 Stiche machen. Einer wird Pik Ass oder 10 stechen, der andere dann vielleicht noch mal den Pik König mit einer Wimmlung. Da die Gegner hier nur 3 Stiche machen, werden sie vielleicht über 50 kommen, aber sie werden die 60 nicht erreichen. Das heißt, ihr habt viel Kontrolle in dem Spiel und werdet es in den allermeisten Fällen gewinnen, wenn nicht die Trümpfe ganz extrem stehen oder es direkt zu Ab- oder Überstichen kommt. Interessant ist, dass wenn wir hier in diesem Szenario nur eine Karte austauschen, den Pikbuben etwa durch den Herzbuben ersetzen, dann ist die Situation schon eine ganz andere.
Dann kommt ihr nämlich genau mit diesem einfachen Plan, mit dem ihr nur 3 Stiche abgeben müsst, nicht hin, weil ihr nach dem Rückstich einfach nicht zweimal Trumpf von oben spielen könnt. In so einer Situation bietet es sich dann vielleicht schon an, tatsächlich doch den Pik zu spielen. Man kann auch darüber nachdenken, dann vielleicht anders zu drücken, wobei der Herz König natürlich auch keine schöne Karte ist, um sie im Blatt zu halten. Also wahrscheinlich wird man trotzdem so drücken, aber jetzt sprechen natürlich auch einige Überlegungen schon dafür, hier den Pik zu spielen, weil der Kreuz auch nicht mit diesem ganz einfachen Siegplan nach Hause zu bringen ist. Ein noch schöneres Blatt als eben, diesmal erneut in Mittelhand. Mittelhand bietet sich für solche Tempo-Fragestellungen einfach deswegen besonders gut an, weil ihr natürlich damit rechnen müsst, gleich im Aufschlag stechen zu müssen und schon einen Trumpf zu verlieren. Habt ihr so eine schöne Karte, werdet ihr ganz sicher Pik 9 und Karo 9 drücken und schaut dann auf 6 starke Trümpfe mit beiden vollen und einer geschlossenen Beikarte, ein sogenannter 10-Trümpfer, wie der eine oder andere von meinen Skatkollegen solche Blätter gerne mal nennt. Doch ob es hier wirklich ein 10-Trümpfer ist, das hängt insofern auch davon ab, ob ihr hier mit dem Tempo ein Problem bekommt oder nicht. Der Spielverlauf, der ganz typisch wäre, ist sicher erneut, dass hier ein Bild in einer von euren schwachen Farben auf den Tisch kommt. Ihr würdet natürlich jede Karte, die nicht gerade Kreuz ist, sofort stechen, und selbstverständlich müsst ihr hier jetzt erstmal einmal Trumpf ziehen. Wenn Trumpf nicht 5:0 steht, womit ja auch nicht zu rechnen ist, wenn euch die 3 oberen Buben fehlen und es gar keine hohe Reizung gibt, dann wird möglicherweise irgendwie sowas passieren, das eine Bild geht rauf, und dann fällt ein Bube bei dem nächsten Spieler. Das sind erst 6 Augen, ihr seid wieder in Mittelhand, und sehr wahrscheinlich kommt die eben gefundene Stechfarbe erneut klein auf den Tisch, was euch natürlich nicht beeindruckt. Ihr werdet wieder stechen und ans Spiel kommen. Und jetzt seid ihr hier wieder in einer Situation, in der es einfach ein bisschen aufmerksam zu sein gilt, denn wenn ihr hier jetzt noch einmal Trumpf fortsetzt und die fehlenden 3 Trümpfe in einer Hand sitzen, was vielleicht nicht super wahrscheinlich ist, so eine insgesamt Trumpf 4-1 zu Verteilung, es liegt ja nur bei 20%. Dann habt ihr aber das Problem, dass sofort euch die Trümpfe abgezogen werden und eure Beikarte nichts mehr wert ist. Und das Schöne ist, ihr habt es ja mit diesem Spiel überhaupt nicht mehr nötig, das noch zu testen, ob ihr hier die 80% trefft, wo Trumpf 2-1 steht, oder ob ihr plötzlich doch ins Klo greift. Ihr müsst dieses Risiko nicht eingehen, ihr habt noch 3 kleine Trümpfe und spielt gegen 3 Trümpfe, könnt jetzt erneut über die Beikarte gehen und werdet damit insgesamt dann 4 Stiche verlieren. Ihr könnt euch das hier aber deswegen erlauben, weil ihr selber beide Trumpf volle hattet und die Gegner hier entsprechend erst 6 Augen liegen haben. Das heißt, selbst mit den 3 Stichen, die sie jetzt noch bekommen können, beide Kreuzvollen meinetwegen gestochen, müssen dann aber noch bedient werden von der anderen Partei, und dann nochmal den Kreuz König, vielleicht mit einer Ladung. Mit diesen 3 Stichen werden die Gegner einfach nicht gewinnen können. Das heißt, wenn ihr hier Trumpf weiterspielt, gebt ihr die Kontrolle ein bisschen aus der Hand, setzt euch einem Risiko aus, was ihr gar nicht nötig habt, wenn ihr die Stärke erkennt, die ihr hier über die Beikarte entwickeln könnt. Draußen ist die Dämmerung angebrochen, wir sind im Zeitdruck, ich hoffe, ihr könnt die Karten noch gut erkennen. Lasst uns das Ding schnell in den Kasten bringen, mit einer letzten und erneut starken Ausgangskarte in Hinterhand. Und sicher sind wir uns einig, was hier gedrückt gehört, Pik König und 8 ist wohl ganz unzweifelhaft, und dann ist es hier zwar nur ein 5-Trümpfer, aber mit starker Beikarte, 2 Assen in der Beikarte. Und ich höre schon wieder meinen Kollegen sagen, 10-Trümpfer, lässig. Und damit meint er natürlich ganz sicher das Kreuzspiel, was eine geschlossene Beikarte aufweist. Frage ich euch mal, haltet ihr auch den Kreuz hier für das stärkste Spiel? Ich sage es mal so, in Vorhand ja, in Hinterhand oder in Mittelhand allerdings nein, denn wir kommen hier einfach ein bisschen zu kurz. Wie kommen wir zu dieser Erkenntnis schon so früh? Wir stellen uns den üblichen Spielverlauf einfach mal vor, und ganz sicher können wir wohl damit einplanen, dass wir einmal in unser Ass auch eingespielt werden. Also nehmen wir einfach mal
an, es ist gleich im Aufschlag, dass wir in unser Herz Ass eingespielt werden, dann sind wir am Stich, und wenn wir jetzt eben den Kreuz spielen, dann spielen wir jetzt Trumpf. Sitzen dann nicht mehr, sitzen dann in Hinter- oder in Mittelhand, und ganz sicher können wir nicht davon mitrechnen, dass nun unbedingt Karo auf den Tisch kommt, sondern wahrscheinlich kommt jetzt unsere Stechfarbe Herz oder Pik. Wir werden also einmal ziehen, jetzt stechen, dann wieder ziehen, wieder stechen müssen. Und dann sitzen wir hier noch mit folgendem Endblatt gegen noch 2 fehlende Trümpfe, und selbst wenn die Trümpfe eben 3:3 stehen, oder gerade sogar bei einer günstigen Verteilung für uns der Kreuz Bube zu zweit stand und schon rausgenommen wurde, wir kommen einfach zu kurz. Wir müssen jetzt hier irgendwie über die Dörfer und werden sehr wahrscheinlich unsere Karo 10 verlieren und auch die beiden anderen Karo-Stiche König und Lusche. Das heißt, 10 Trümpfer, das war hier eine Ente, das stimmt gar nicht. Und von daher, wenn man sich diese Überlegungen gleich am Anfang macht, dass man hier einfach noch nicht viel Volle gedrückt hat und die nicht damit rechnen kann, auch die ganzen Vollen in Karo heimzubekommen, dann bietet es sich doch tatsächlich in dem Fall mal an, den Karo zu Trumpf zu machen, auch wenn er erstmal schwächer anmutet, aber dann haben wir plötzlich wieder einen ganz anderen und einfacheren Plan. Es geht jetzt hier gar nicht um die Tempozüge in Kreuz, dass wir da Lücken aufweisen, das wissen wir ja, sondern wir haben plötzlich einen ganz einfachen Plan, 4 oder 5 Volle nach Hause zu bekommen. Nämlich, dass wir immer auf Trumpf gesetzt werden, ist in dem Fall plötzlich wieder günstig, weil wir unsere beiden Trumpfvollen nach Hause bekommen, und wenn uns dann das Kreuz Ass nicht abgestochen wird und das Herz Ass auch läuft, haben wir natürlich noch Riesenchancen, in Herz oder Pik noch einen Vollen mitzustechen, dann sind wir schon bei den 5 Vollen, die wir zum Sieg brauchen, und entsprechend die Tempoüberlegung sollte bei diesem Spiel dafür sorgen, uns nicht für den vermeintlichen 10-Trümpfer Kreuz zu entscheiden, sondern den Karo zu spielen, der einfach in Mittel- oder in Hinterhand eine ganze Ticken bessere Chancen hat. Stechen, ziehen, stechen, ziehen. Und dann seid ihr jetzt am Stich und könnt eure starke Farbe spielen, oder müsst ihr eine lange Farbe auch erst etablieren? Und wie viele Trümpfe haben eigentlich eure Gegner noch in der Hand? Es sind immer die gleichen Fragen, die ihr euch optimalerweise vor dem Spiel schon stellen solltet, um zu überprüfen, ob ihr ein Problem mit dem Tempo habt. Und mit den gleichen Fragestellungen könnt ihr auch beantworten, ob ihr mit einem Blatt einen Grang riskieren könnt oder doch besser nur eine Farbe, und wenn ihr etwa eine Farbe spielt, ob ihr es euch erlauben könnt, Trumpf unter durchzufassen, oder ob ihr auch deswegen von oben hinlangen müsst, weil ihr sonst einfach zu kurz kommt. Mit dieser Zusammenfassung verabschiede ich mich jetzt in die Sommerferien. Es hat mir bis hierhin wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn es euch auch so geht und wenn es reicht für ein Like oder sogar für ein Abo meines Kanals. Habt eine schöne Zeit, wir sehen uns in ein paar Wochen und bis dahin, gut Blatt!